Das ist ein Elefant. Angefangen hat das mit einem Epilepsieanfall, völlig unerwartet. Das heisst, im Vorfeld hatte ich keine neurologischen Auffälligkeiten. Bemerkbar hat es so gemacht, dass ich gesund schlafen und irgendwann in der Nacht aufgeweckt wird von meiner Frau, die rüttelt und mir versucht wach zu kriegen. Und als ich dann die Augen aufgemacht habe, habe ich plötzlich gesehen, 2 Sanitäter im Schlafzimmer stehen und meine Frau nebendran. Und ich bin natürlich völlig nicht rausgekommen. Das war surreal. Oder? Ich meinte, das ist ein Science-Fiction-Film. Ich bin aber nicht aufgewacht. Oder? Irgendwann habe ich dann kapiert, das ist echt. Sie haben mir dann dort erklärt, dass ich einen Epilepsieanfall hatte. Ich habe es halt einfach mal zur Kenntnis genommen. Ich war wahrscheinlich auch ziemlich verwirrt in diesem Moment. Dann hat man mich ins Spital gebracht und dort als erstes mal das CT gemacht und dann ein MRI. Und dann hat mir dann die gute Dame von der Pflege erklärt, es sei eine Raumforderung im Kopf. Ich konnte nicht viel anfangen mit dem Begriff zuerst, Raumforderung. Aber irgendwann ist mir dann schon erklärt worden, was es ist, oder? Dass es halt ein Hirntumor ist. Man kann klar die Operation in Vollnarkose machen. Das bedeutet aber, dass man erheblich weniger aggressiv sein kann in Bezug auf das Ausmaß an Gewebe, das wir entfernen. Und Nummer 2, wir haben eine höhere Chance, irgendeine Art von Schaden anzurichten, also irgendeinen Funktionsausfall nach der Operation zu haben. Insofern ist die Methode der Wachoperation, die wir angeboten haben, die Möglichkeit, möglichst viel Tumorgewebe zu entfernen und die Funktion aber idealerweise komplett zu erhalten. Der Hauptteil der Operation, die Tumorentfernung, ist schmerzfrei, da das Gehirn keine Schmerzen empfinden kann. Es gibt aber auch schmerzhafte Teile, das bedeutet, wir müssen uns erstmal den Zugang zum Tumor schaffen, wir müssen die Haut öffnen, den Skalp öffnen und den Knochen öffnen. Das macht Schmerzen und dafür brauchen wir die Lokalanästhesie. Wir haben bei der Operation Neuropsychologen und Neurologen mit dabei, die permanent die Funktionen testen, um die es im jeweiligen Hirnareal geht. Es geht auch sehr oft eben um Sprachfunktionen, weil es eine sehr komplexe intellektuelle Funktion ist, aber in diesem Fall geht es eben auch zum Beispiel um die verhältnismäßig einfache Überwachung der Motorik. Nun, ganz allgemein ist es so, dass sich die klinische Neuropsychologie mit der Untersuchung, Erfassung und Darstellung von kognitiven Leistungen befasst. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt vor der Operation, dann sehen wir ihn üblicherweise so ein, 2 Wochen vor der Operation. Wir besprechen den ganzen Ablauf, versuchen da ein bisschen zu besprechen, auch was den Patienten erwartet, wie das Ganze so abläuft. Ich versuche natürlich auch entsprechend Ängste zu minimieren. Und dann machen wir üblicherweise eine so Standardtestung und das erlaubt uns mal einen Überblick so über die grundlegenden Hirnfunktionen wie eben Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Sprache und so weiter. Und dann geht es aber im nächsten Schritt ganz zentral darum, wirklich auch das perioperative Monitoring vorzubereiten. Das sind eigentlich alles Aufgaben, die wir vorher mit den Patienten ganz genau angeschaut und geübt haben. Ja? Also das perioperative Monitoring wäre zum Beispiel, dass ich Ihnen Bilder zeige von alltäglichen Gegenständen und Sie müssen mir einfach benennen, was das ist. Es geht zum einen darum, wie umfänglich konnten wir dieses veränderte Gewebe entfernen und zum anderen geht es auch darum, welche Art ist das veränderte Gewebe. Der Pathologe macht uns diese Einschätzung bzw. diese Beurteilung, ist es ein schneller wachsender, aggressiver Tumor oder ist es tatsächlich ein langsam wachsender Tumor, der uns auch Zeit lässt. Bei den aggressiveren Tumoren ist es so, dass man überlegt, ob man nach der Operation noch eine Chemotherapie oder Bestrahlung macht. Gleiches gilt dann, wenn wir den Tumor nicht so umfassend entfernen konnten, wie wir das eigentlich wollten. Ja, mir geht es eigentlich recht gut, muss ich sagen. Es sind zwar erst etwa 6 Wochen. Und ich kann aber schon diverse Sachen wieder machen, die anfänglich noch nicht funktioniert haben. Anders braucht es sicher noch mehr Zeit, aber so im Generellen geht es mir gut. Erinnerungen sind jetzt nicht so, dass es mich belastet. Ich habe es eigentlich in diesem Moment auch überhaupt nicht als unbequem empfunden. Jetzt fühlt es sich so an, als wäre es einfach ein Traum gewesen. Der gesamte Aufenthalt war nur 7 Tage vom Eintritt bis zum Austritt. Und
Das ist ja so, dann die ersten 1-2 Tage nach der Operation kann ich nichts machen. Ich bin ja noch im Bett gelegen. Und dann, ich glaube, am 3. Tag oder so war das dann, wo ich das erste Mal eine Physiotherapie hatte. Was ich teilen mit Patienten ist sicher mal, dass es macht mehr Angst, als es eigentlich nötig wäre. Weil der Unterschied von so einer Operation unter Vollnarkose oder im Wachzustand, ich glaube, das ist nicht groß. Weil natürlich vor jeder Operation ist man nervös. Und dann der Teil, wo ich dann während der Operation wach bin und alle die Geräusche höre und Stimmen höre von den Ärzten, die am Arbeiten sind, das macht nicht Angst. Das ist Medikamente, die die genau in so einen Zustand bringen, dass erstens ist alles egal und es fühlt sich wirklich an wie ein Traum. Also das sind eigentlich so die Sachen, die ich jetzt jemandem empfehle, dass man sich da Gedanken darüber macht.